Patrick Rix ist ein deutscher Polizist und er ist Opfer von Rassismus in seinem Heimatland. Wie sehr ihn das trifft und was er erlebt, darüber sprechen wir mit ihm. Herr Rix, Sie kommen ursprünglich aus Bamberg, Sie leben heute in Mainz seit einigen Jahren. Sie klagen über zahlreiche Erfahrungen mit Rassismus, die Sie gemacht haben in all den Jahren. Was erleben Sie, was haben Sie erlebt? Ja, das ist schwer zu sagen, weil ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Versuchen Sie es. Ich versuch's. Also es geht los in der Kindheit natürlich. Ich bin damals im Kinderheim aufgewachsen und wir waren zu viert im Kinderheim und wurden dann irgendwann mal getrennt. Die zwei Großen und die zwei Kleinen. Und als ich dann mal gefragt habe, eine Nonne, ich war in so einem katholischen Kinderheim, habe ich dann mal gefragt, wo denn meine zwei Geschwister sind. Und daraufhin hat sie halt dann gesagt, ja, wir mussten euch trennen, weil 4 Negerkinder will halt keiner. Und so ging es dann los. Ja, und da habe ich dann das erste Mal gemerkt, da irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich bin irgendwie nicht normal. In der Schulzeit natürlich auch, das war ja noch eine andere Zeit. Also ich habe auch noch Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann gespielt im Sportunterricht. Und jedes Mal, wenn ich dann die Klasse betreten habe, sind halt die Kinder aufgesprungen, Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann, sind halt dann weggerannt. Da habe ich dann wieder gemerkt, irgendwie gehöre ich nicht dazu, irgendwie stimmt mit mir was nicht. Und so ging es halt dann immer weiter. Und so wirklich gemerkt, dass da was nicht stimmt oder dass ich einfach nicht dazugehöre, ist, als es dann mit 18 losging. Man geht in Bars, in Clubs und ich bin einfach nicht reingekommen. Ich bin nicht reingekommen, nicht weil ich betrunken war oder irgendwas, sondern ich bin entweder zwischen den Zeilen nicht reingekommen, wurde es gesagt, oder auch direkt, ne, ganz direkt, so nee, Ausländer brauchen wir heute nicht. Und ja. Es klingt nach sehr, sehr langen Erfahrungen. Sie sind heute bei der Bundespolizei. Sie haben zwischendurch auch Jura studiert. Sie waren auch aktiv im Einsatz, also in Uniform, haben sich gezeigt, dass Sie Polizist sind, dass Sie als Polizist arbeiten. Was haben Sie da erlebt? Wie haben da die Menschen reagiert? Ja. Das ist so das Kontroverse, womit ich wirklich ganz schwer umgehen kann. Also ich mache diesen Job gerne und ich denke, ich habe auch die richtige Intention, den zu machen. Ich möchte den Menschen helfen, ich möchte den Menschen beschützen. Und im Notfall, natürlich hoffe ich nicht, dass es so weit kommt, aber im Notfall werde ich für diesen Job auch, so wie ich es geschworen habe, mein Leben geben. Ich werde das tun, wenn es sein muss. Und wenn ich aber diese Uniform ausziehe, dann gehöre ich halt einfach nicht dazu, dann bin ich kein Deutscher mehr. Wenn ich diese Uniform trage, dann wird auch verlangt, dass ich Menschen beschütze, egal wie die mich gerade nennen. Und wenn ich die Uniform mal austrage, ja, dann soll ich so ungefähr in mein Land zurück. Na, das sind ja die typischen Sprüche, geh in dein Land zurück. Und es gab natürlich auch Situationen in der Bereitschaftspolizei, dass ich Demos von, damals war es NPD oder von rechtsorientierten Anhängern, die habe ich beschützt. Ich habe da meinen Kopf hingehalten, ich habe Steine abbekommen und habe Menschen beschützt, die gerade scheiß Neger gesagt haben. Und das ist halt so. Scheiß Neger hören Sie aber nicht nur von NPD-Anhängern. Das hören Sie ja, ich weiß nicht, ob Sie es täglich hören, aber Sie haben es sicherlich sehr oft gehört in Ihrem Leben. Was hören Sie noch so auf der Straße? Zusammenhängen auf dem Amt? Wie begegnet man Ihnen? Ja, also die Tatsache, dass ich mal gesiezt werde, ist sehr selten. Also jetzt auch gerade in Ämtern, da ist erstmal du. Erstmal du, weil der versteht mich wahrscheinlich sowieso nicht. Also bin ich erstmal du. Damit die Leute merken, dass ich Deutsch spreche, dann wechselt man oft zum Sie. Vor kurzem habe ich mich umgemeldet, meinen Wohnsitz umgemeldet und war dann auch auf einem entsprechenden Amt und hatte meinen deutschen Reisepass dabei, weil ich im Moment keinen Personalausweis hatte. Und die nette Dame nimmt den Ausweis entgegen und sagt so in sich rein, war ja klar. Also wie bitte, was war klar? Ja, einen deutschen Pass hat ja inzwischen jeder. Obwohl da ganz klar steht Bamberg geboren, Bamberger. Aber sie konnte sich halt nicht verkneifen, nochmal zu sagen, dass es eigentlich nicht gut findet, dass jetzt hier jeder einen deutschen Pass hat. Und was ich auch vielleicht noch sagen möchte, wenn ich mal einen Fehler mache, und den macht ja jeder, ich auch. Ich lasse meinen Hund mal ohne Leine laufen oder gehe vielleicht mal bei Rot über die Ampel, solche Sachen. Ich werde nie kritisiert
ohne den Zusatz in Deutschland. In Deutschland hält man sich an die Regeln und in Deutschland macht man das so. Also immer den Hinweis, dass ich doch als Ausländer mich extrem nochmal an die Regeln zu halten habe. Und ich würde mir wünschen, dass ich mal einen Fehler mache und für diesen Fehler kritisiert werde. Aber ich werde für den Fehler kritisiert, weil ich ein Ausländer bin. Also weil mir als Ausländer nicht zusteht, diesen Fehler zu machen, obwohl ich kein Ausländer bin. Aber naja. Sonstige krasse Beschimpfungen im Freundeskreis. Sie haben eben eine Situation auf dem Amt geschildert, wo der Rassismus eher so unterschwellig daherkommt. Wenn Sie mit Freunden unterwegs sind oder mit Ihrer Freundin früher, was erlebt man da so? Ja, natürlich. Also da war ein Vorfall, habe ich mit meiner damaligen Freundin einfach von A nach B gegangen. War zu später Stunde, waren auf einer kleinen Pärchenfeier. Und ja, dann kam mir einer entgegen und spuckt mir halt vor die Füße. Und dann spreche ich ihn an, was das denn soll. Ja, und dann kamen Worte, die möchte ich jetzt ja gar nicht nennen. Ne? Also natürlich ging es dann nur um meine Hautfarbe. Und dann hat er auch meine damalige Freundin beschimpft, warum sie denn mit so einem Neger unterwegs ist. Sie hatten eine weiße Freundin. Ja, genau. Ja. Und ja, und das ist halt Alltag. Also dieses Unterschwellige, ja, in Deutschland macht man das so, das ist Standard. Und dann diese richtigen Beleidigungen sind natürlich dann, wenn man abends mal unterwegs ist, dann werde ich nicht beschimpft, weil ich vielleicht jetzt nicht der Größte bin oder so, sondern natürlich nur Hautfarbe. Und soll ich auch gefälligst in mein Land zurück und naja. Wir haben es gesagt, Sie wohnen in Mainz heute seit einigen Jahren. Was macht man in Mainz, wenn nicht gerade Corona ist? Man feiert Fastnacht. Sie haben in dem Jahr auch Fastnacht gefeiert, vor Corona. Sie hatten eine spezielle Kostümidee. Welche war das? Erzählen Sie. Also als ich nach Mainz gezogen bin, war mir noch nicht klar, wie heilig denn diese Fastnacht ist. Und da bin ich auch unverkleidet dann los. Aber irgendwann habe ich gemerkt, gut, das gehört dazu und habe mich halt dann auch verkleidet. Und letztes Jahr, aus reiner Selbstironie, fand das lustig eigentlich, bin ich in einem Nutella-Kostüm unterwegs gewesen. Und die Reaktion damit habe ich nicht gerechnet. Was ist ein Nutella-Kostüm? Beschreiben Sie es. Das Nutella-Kostüm, naja, also man kennt ja das typische Glas, das Nutella-Glas. Oben weiß mit diesem Schriftzug und dann nach unten so braun halt wie diese Schokocreme sah das dann aus. Also ich sah quasi aus wie ein Nutella-Glas. Und ich fand das lustig, ein bisschen Selbstironie. Und die Reaktion darauf, damit habe ich halt nicht gerechnet. Also ich habe wirklich kaum die Tür verlassen mit meiner damaligen Freundin, wo ich dann von weißen Menschen angesprochen wurde, warum ich das mache, das ist doch jetzt rassistisch. Und wenn sie das machen würden, dann wären sie wieder die Nazis, aber ich darf das kann nicht sein. So, und so, das war so durchgängig, dass viele nicht gut fanden und das rassistisch fanden, dass ein Dunkelhäutiger ein Nutella-Kostüm hat. Fanden sie rassistisch. Und komischerweise, zumindest für mich komisch war, dass ich auch von ausländisch Aussehenden, von Schwarzen angesprochen wurde, die gesagt haben, hey, du machst dich über uns lächerlich. Also die fanden es auch nicht gut. Also es fanden irgendwie viele nicht gut. Nach Fastnacht, seit Corona, ist ja viel passiert in Deutschland. Es gibt zahlreiche Demonstrationen, bei denen viele, Hunderte, manchmal auch Tausende Menschen gegen Rassismus auf die Straße gehen. Was halten Sie von den Demonstrationen? Auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt mich mit dieser Aussage unbeliebt mache, ich halte von der Demonstration, zumindest wie sie aufgebaut ist, überhaupt nichts. Für mich ist das auch rassistisch, wenn jemand auf die Straße geht und Black Lives Matter schreit. Also schwarzes Leben. Also ich weiß, ich könnte jetzt gar nicht sagen, was ist denn ein schwarzes Leben? Für mich gibt es ein menschliches Leben und kein schwarzes Leben und kein weißes Leben. Und sich jetzt hinzustellen und zu sagen, ja, das schwarze Leben ist quasi besser, das ist für mich auch rassistisch. Das ist für mich auch Rassismus. Und deswegen kann ich mit dieser Bewegung zumindest gar nichts anfangen. Das klingt nach einer ziemlich verfahrenen Situation. Wenn Sie jetzt auf sich blicken und auch auf Ihre Situation, auf die Situation, in der wir hier gerade sind, was die Diskussion betrifft, was die Auseinandersetzung betrifft. Was wünschen Sie sich? Was wünschen Sie sich für sich? Was wünschen Sie sich für die Diskussionskultur vielleicht im Lande? Ja, was ich mir tatsächlich wünschen würde, ist, dass ich nicht den Fernsehen zum Beispiel anmache und 5 weiße Menschen darüber diskutieren, wann denn ein Schwarzer beleidigt ist und wann nicht. Ich würde mir wünschen, dass 5 Schwarze darüber diskutieren und dass vielleicht ihre Meinung und ihre Einstellung, dass die öffentlich gemacht wird. Ich fühle mich wie ein Werkzeug, wie ein Objekt, wenn ich das wirklich sehe, dass sich weiße Menschen darüber unterhalten, wann ein Schwarzer beleidigt ist. Also damit kann ich nichts anfangen und
das macht mich auch ein bisschen wütend, ehrlich gesagt, dass die Meinung der schwarzen Bande, der schwarze beleidigt ist, offensichtlich gar nicht gehört werden soll. Und dann würde ich mir natürlich auch wünschen, dass man vielleicht, es gibt viele gute Menschen. Ich habe auch viele gute Menschen kennengelernt, aber selbst diese Menschen verstehen oft nicht, dass es einfach wehtut, wenn man jeden Tag beantworten muss, warum man nicht weiß es, wo man eigentlich herkommt, wo denn die Eltern herkommen. Ich würde mir wünschen, dass es vielleicht erstmal andere Dinge gibt, die wichtig sind. Wie heißt du, wie geht's dir, wie alt bist du, was arbeitest du? Und nicht die erste Frage, wo kommst du her? Und dann immer dieser Zusatz, ja, wo kommst du ursprünglich her? Also die Frage ist, wo kommst du her? Dann sage ich Bamberg. Und noch nie habe ich erlebt, dass diese Meinung akzeptiert wird. Oder nicht diese Meinung, dass diese Antwort akzeptiert wird. Sondern es kommen immer zwei Dinge. Entweder kommt, ja, wo kommen deine Eltern her? Oder wenn ich einfach sage, ich komme aus Bamberg, ja, du weißt schon, was ich meine. Also immer dieses rechtfertige dich, warum bist du nicht weiß? Und das ist verletzend und ich weiß, dass das viele nicht böse meinen, aber ich würde mir wünschen, dass die Menschen verstehen, dass wenn man 34 Jahre lang diese Frage beantwortet, man das einfach nicht mehr möchte. Ich möchte nicht rechtfertigen müssen, warum ich nicht weiß bin. Und das würde ich mir wünschen. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Gerne.